Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hi-Fi Adventures. Heute haben wir einen NAD 314, der nicht ganz richtig funktioniert. Er hat offenbar einen Kanal, der viel lauter ist wie der andere Kanal. Ich habe die Ausgänge bereits als Oszilloskop angeschlossen. Der linke Kanal ist gelb, der rechte Kanal ist blau. Ich habe ein Eingangssignal, ein Sinus 1 kHz angeschlossen an den Eingang. Und wenn ich die Lautstärke aufdrehe, sehen wir das schon sehr gut, dass der linke Kanal viel mehr Amplitude hat wie der rechte Kanal. Was man auch sieht, ist, dass irgendwie die zwei Kanäle zueinander nicht ganz in Phase sind. Ihr seht es hier, wo sie sich kreuzen, dass es irgendeine Grundphase nicht gleich ist. Machen wir das Gerät mal auf und schauen, ob wir irgendetwas sehen. Ich habe jetzt optisch mal alles angeschaut hier innen und mir ist nichts weiteres aufgefallen. Das nächste, was wir machen, ist bestimmen, ob das Problem in der Vorstufe oder in der Endstufe ist. Für das hat NAD die Möglichkeit, dass man das auftrennen kann. Und ich habe jetzt das Oszilloskop dort angeschlossen, also zwischen Vorstufe und Endstufe. Und wenn wir jetzt die Lautstärke aufdrehen und messen, finden wir heraus, dass dort die beiden Kanäle okay sind. Das heisst, unser Problem ist in der Endstufe. Zum Ausschliessen, dass es sich um ein Kontaktproblem handelt von dem Relais hier hinten, messe ich als nächstes Mal vor dem Relais linken und rechten Kanal. Und wir sehen hier grundsätzlich das gleiche Bild. Das ist jetzt vor dem Relais und es ist genau gleich. Das heisst, das Relais ist okay. Und das Problem ist vorher. Das ist der Schemateil vom rechten Endstufenverstärker. Da kommt das Signal rein. Da hinten ist das Relais. Also das haben wir ja schon ausgeschlossen. Jetzt schaue ich als nächstes mal auf beiden Kanälen bis zu dem Punkt hier, ob das Signal noch okay ist. Offensichtlich ist es das, weil die beiden Sinuswellen sind deckungsgleich. Auf dem Oszilloskop haben wir gesehen, dass wir offensichtlich ein Problem haben mit der Verstärkung. Das heisst, die eine Endstufe verstärkt das Signal stärker wie die andere Endstufe. Jetzt kann man theoretisch ausrechnen, wie die Verstärkung ist von einer Endstufe. Und zwar ist die Rechnung 1 plus der Widerstand, der zurückgeht auf den Differenzverstärker, geteilt durch den Widerstand, der über den Kondenser auf Masse geht. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf eine Verstärkung von 17,25. Das heisst, wenn ich hier am Eingang 1 Volt habe, Wechselspannung, habe ich hier hinten am Ausgang etwa 17 Volt Wechselspannung. So können wir bestimmen, welcher von diesen zwei Kanälen effektives Problem hat. Ich messe jetzt auf dem linken Kanal den Eingang vom Differenzverstärker. Dort habe ich 1 Volt. Und wenn ich messe am Lautsprecherausgang auf dem linken Kanal, habe ich 17,13 Volt.
Das heisst für mich, dem seine Verstärkung ist okay. Ich mache jetzt das Gleiche auf dem rechten Kanal. Da habe ich am Eingang 1,03 Volt. Wenn ich am Ausgang messe, habe ich nur 7,97 Volt. Das heisst also definitiv, der rechte Kanal ist kaputt. Für die Verstärkung von dem Kanal ist grundsätzlich wichtig, dass der Widerstand den richtigen Wert hat, dass der Widerstand den richtigen Wert hat und dass der Kondenser hier richtig funktioniert. Ich messe einmal zuerst die zwei Widerstände und wenn die okay sind, müssen wir den Kondenser anschauen. Ich messe jetzt die Rückführung auf den Differenzverstärker. Ich müsste 3,9 Kiloohm sein. Genauer geht es fast nicht. Das ist der Widerstand, der über den Kondenser gegen Masse geht. Müsste 240 Ohm sein. Auch der ist längstens genug genau. Fehlt noch der Kondenser. Das ist der da. Und zum dem messen muss ich ihn auslöten. Das ist der betreffende Kondenser. Wow, 32 Picofarad. Das ist ein bisschen weniger als 220 Mikrofarad. Dann tun wir den mal ersetzen. Gut, der neue Elko ist drin. Da ist er. Schalten wir mal ein. Und wie seht, das sieht viel besser aus als vorher. Sie sind nicht genau gleich, aber immerhin, das Problem ist grundsätzlich behoben. Ich tausche jetzt den gleichen Kondenser noch auf der anderen Endstufe und dann schauen wir, ob nachher die Kanäle gleich sind und vor allem in welchem Zustand das der andere Elko ist. Schauen wir mal, in welchem Zustand der Elko vom anderen Kanal ist. Er müsste haben 220 Mikro und Spannungsverlust ist sicher schlecht und ein ISR von fast 10 Ohm ist Katastrophe. Also der ist eigentlich auch kaputt. Es sieht ungefähr gleich aus, nachdem jetzt beide getauscht sind. Es ist nicht ganz perfekt gleich, aber nichtsdestotrotz können wir sagen, ein Verstärker mehr, der repariert ist.